Hallo und herzlich willkommen zu unserem German Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele von euch interessiert. Arbeiten in Deutschland. Wie ist der Alltag im Job? Wie sind Kolleginnen und Kollegen? Wie wichtig sind Pausen? Darüber rede ich heute mit Markus. Hallo Markus. Hallo Lena, hallo auch an alle, die zuhören. Ich freue mich, dass ich heute dabei bin. Arbeiten in Deutschland, das ist wirklich ein spannendes Thema, besonders für Menschen, die neu hier sind. Genau. Vielleicht stellst du dich zuerst kurz vor. Was machst du beruflich? Wie sieht dein Job aus? Gern. Ich heiße Markus, bin 34 Jahre alt und arbeite in einem mittelgroßen Unternehmen in München. Ich bin dort im Büro, im Bereich Kundenservice. Das heißt, ich beantworte E-Mails, telefoniere mit Kundinnen und Kunden, mache Angebote und helfe, wenn es Probleme gibt. Ich arbeite von Montag bis Freitag, meistens von 8 bis halb 5. Also ziemlich klassische Bürozeiten. Und wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Morgens komme ich ins Büro, sage zuerst Guten Morgen zu den Kolleginnen und Kollegen. Viele machen sich direkt einen Kaffee oder Tee. Dann setze ich mich an den Computer, lese neue E-Mails und plane meinen Tag. Wir haben auch oft kurze Besprechungen, wir sagen dazu Team-Meeting. Da sprechen wir über wichtige Aufgaben, Projekte und darüber, wer was macht. Das klingt sehr organisiert. Viele, die neu nach Deutschland kommen, wundern sich ja über die Pünktlichkeit im Job. Wie wichtig ist das bei euch? Pünktlichkeit ist wirklich wichtig. Wenn wir um 8 Uhr anfangen, heißt das, um 8 Uhr sitze ich am Arbeitsplatz, der Computer läuft und ich bin bereit zu arbeiten. Nicht, um 8 Uhr komme ich erst zur Tür rein. Natürlich ist niemand perfekt, manchmal kommt man zu spät, weil die Bahn Verspätung hat. Aber dann sagt man Bescheid, zum Beispiel per Nachricht an die Chefin oder den Chef. Ich komme 10 Minuten später, die S-Bahn hat Verspätung. Wichtig ist, ehrlich zu sein und zu kommunizieren. Ja, das ist ein guter Punkt. Viele Probleme entstehen, wenn niemand etwas sagt. Wie ist es mit der Beziehung zu Kolleginnen und Kollegen? Du arbeitest ja in einem Team. Ja, wir sind ein Team mit 8 Personen. Ich finde die Atmosphäre ganz angenehm. Wir duzen uns alle, also wir sagen du und nicht sie. Das macht vieles entspannter. Trotzdem bleiben wir höflich. Man hilft sich gegenseitig, zum Beispiel, wenn jemand sehr viele Anrufe hat oder etwas nicht versteht. Dann fragt man, kannst du mir kurz helfen? Oder hast du einen Tipp? Und meistens sagt jemand, klar, kein Problem. Gibt es auch Konflikte? Also Situationen, in denen es schwierig ist? Natürlich, das gehört dazu. Manchmal gibt es Stress, zum Beispiel, wenn ein Termin sehr nah ist oder wenn ein Kunde unzufrieden ist. Dann ist die Stimmung vielleicht angespannt. Wichtig ist, ruhig zu bleiben und sachlich zu sprechen. In Deutschland sind viele Leute am Arbeitsplatz eher direkt. Das heißt, sie sagen klar, wenn etwas nicht gut läuft, das hat so nicht funktioniert oder das müssen wir anders planen. Das ist manchmal ungewohnt, aber oft hilfreich, weil man das Problem schnell lösen kann. Stimmt. Diese Direktheit kann am Anfang ein bisschen hart wirken, aber sie ist meistens nicht persönlich gemeint. Lass uns über Pausen sprechen. Wie sind Pausen in deinem Job geregelt? Wir haben offiziell eine halbe Stunde Mittagspause. Viele machen etwa von 12 bis halb 1 Pause, manche ein bisschen früher oder später. Manche Kolleginnen und Kollegen gehen in die Kantine, andere bringen sich Essen von zu Hause mit. Manche gehen auch kurz nach draußen, machen einen Spaziergang oder holen sich etwas beim Bäcker. Außerdem machen wir oft kleine, informelle Pausen, kurz aufstehen, Wasser holen, mit jemandem 2 Minuten reden. Das tut gut, besonders wenn man den ganzen Tag am Computer sitzt. Und wie wichtig findest du diese Pausen? Sehr wichtig. Ich merke, wenn ich durchgehend arbeite und gar keine Pause mache, werde ich unkonzentriert und auch unfreundlicher am Telefon. Nach der Mittagspause habe ich meistens wieder mehr Energie. Viele denken, wenn ich keine Pause mache, schaffe ich mehr. Aber oft ist das Gegenteil der Fall. Mit Pausen arbeitet man am Ende besser. Das ist ein guter Tipp für alle, die lernen und arbeiten gleichzeitig. Kurze Pause, besseres Ergebnis. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren sich auch für das Thema erste Arbeit in Deutschland. Wie war das bei dir, als du deinen ersten Job hattest? Oder vielleicht kannst du von Kolleginnen und Kollegen erzählen, die aus anderen Ländern kommen. Ja,
Wir haben mehrere Kolleginnen und Kollegen, die in einem anderen Land geboren sind und jetzt in Deutschland arbeiten. Für viele war der Anfang schwer, vor allem wegen der Sprache. Am Telefon sprechen die Kunden manchmal sehr schnell, benutzen Dialekt oder viele Redewendungen. Da hilft es, wenn das Team unterstützt, zum Beispiel, indem man am Anfang mehr E-Mails macht und weniger telefoniert, oder indem jemand mithört und hinterher erklärt, was schwierig war. Außerdem ist es wichtig, Fragen zu stellen, auch wenn man denkt, oh nein, ich habe schon 3-mal gefragt. Besser mehr fragen und das richtig machen, als so tun, als hätte man alles verstanden. Ja, das kenne ich auch. Viele haben Angst, Fehler zu machen. Aber Fehler gehören dazu, oder? Auf jeden Fall. Ich mache auch noch Fehler, obwohl Deutsch meine Muttersprache ist. Und im Job macht jeder mal einen Fehler. Falsche Zahl in einer E-Mail, falscher Name, etwas vergessen. Wichtig ist, ehrlich zu sein, den Fehler zu korrigieren und daraus zu lernen. Die meisten Chefs mögen es nicht, wenn jemand Fehler versteckt. Sie mögen, wenn jemand sagt, tut mir leid, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich korrigiere das sofort. Du hast vorhin gesagt, ihr duzt euch im Team. Wie ist es mit der Chefin oder dem Chef? Du oder sie? Bei uns sagen wir zur Chefin du, aber das ist nicht überall so. In vielen Firmen sagt man zu Chefin oder Chef sie. Generell gilt, am Anfang lieber Sie sagen, also Guten Morgen, Frau Müller oder Guten Tag, Herr Schmidt. Wenn die andere Person dann sagt, wir können uns gerne duzen, ist es okay. Aber einfach so du sagen kann unhöflich wirken, besonders in formellen Bereichen. Das ist ein guter Hinweis. Also lieber vorsichtig sein und dann schauen, was passt. Wie sieht es mit Überstunden aus? Machst du oft länger? Manchmal schon, wenn viel los ist. Wir schreiben dann auf, wie viele Überstunden wir machen. Später können wir die Stunden wieder abbauen, also früher gehen oder einen freien Tag nehmen. In manchen Firmen gibt es auch Geld für Überstunden. Das ist je nach Vertrag unterschiedlich. Es ist aber wichtig, nicht immer und jeden Tag Überstunden zu machen. Auf Dauer ist das nicht gesund. Ja, Balance ist wichtig. Arbeit ist ein wichtiger Teil im Leben, aber nicht das ganze Leben. Was machst du, um nach der Arbeit abzuschalten? Für mich ist Bewegung sehr wichtig. Ich gehe oft nach der Arbeit eine Runde spazieren oder fahre mit dem Fahrrad nach Hause. Da kann ich den Kopf frei bekommen. Manchmal treffe ich Freunde oder mache Musik und ich versuche, abends nicht mehr zu viele E-Mails zu lesen. Wenn ich Feierabend habe, ist möglichst auch wirklich Feierabend. Das ist ein guter Tipp. Feierabend ist Feierabend. Viele nehmen die Arbeit im Kopf mit nach Hause und können nicht abschalten. Wenn wir an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken, die vielleicht neu in einem Job in Deutschland sind, welche 3 Tipps würdest du ihnen geben? Gute Frage. Erster Tipp: Fragen stellen. Wenn du etwas nicht verstehst, frag nach. Das zeigt Interesse und ist besser, als Fehler zu machen. Zweiter Tipp: pünktlich und zuverlässig sein. Wenn du sagst, ich mache das bis morgen, dann mach es auch. Wenn es nicht klappt, rechtzeitig Bescheid sagen. Dritter Tipp: Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen suchen. Man muss nicht mit allen beste Freunde sein, aber ein bisschen Smalltalk, also kurze Gespräche, hilft sehr. Zum Beispiel in der Küche. Wie war dein Wochenende? Oder hast du gut geschlafen? So fühlt man sich schnell mehr als Teil des Teams. Das sind tolle Tipps. Ich würde noch ergänzen, hab Geduld mit dir selbst. Ein neuer Job in einem neuen Land ist eine große Herausforderung. Man lernt jeden Tag dazu, sprachlich und auch kulturell. Und es ist völlig normal, dass nicht alles sofort perfekt läuft. Ja, das stimmt. Viele unterschätzen, wie anstrengend das ist. Arbeiten, Deutsch sprechen, neue Regeln, neue Menschen, das ist viel auf einmal. Man darf auch müde sein und sagen, heute war ein schwerer Tag. Wichtig ist, dran zu bleiben und auch die kleinen Erfolge zu sehen. Das erste Telefonat auf Deutsch, das erste Lob vom Chef oder ein freundlicher Satz von einer Kollegin. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine kleine Frage. Was magst du besonders an deiner Arbeit? Ich mag den Kontakt mit Menschen. Es macht mir Freude, wenn ich jemandem helfen kann, ein Problem zu lösen. Und ich mag mein Team. Wir lachen auch viel zusammen. Das macht den Alltag leichter. Und du, Lena? Du hast ja auch in verschiedenen Jobs gearbeitet. Was fandest du immer wichtig? Für mich war immer wichtig, dass ich das Gefühl habe. Was ich mache, hat Sinn. Es muss nicht jeden Tag spannend sein, aber ich möchte sehen, dass meine Arbeit jemandem hilft oder etwas verbessert. Außerdem sind mir gute Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig. Mit einem netten Team kann man auch stressige Tage gut überstehen.
Das stimmt, ein gutes Team ist Gold wert. Dann sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Wir haben über Arbeiten in Deutschland gesprochen, über Pünktlichkeit, Kolleginnen und Kollegen, Pausen, Überstunden und darüber, wie man sich im Team wohlfühlen kann. Vielleicht hast du beim Zuhören an deinen eigenen Job gedacht oder an deinen Traumjob in der Zukunft. Wir hoffen, dass dir der Podcast geholfen hat, neue Wörter und Ausdrücke zu lernen und auch ein bisschen besser zu verstehen, wie der Arbeitsalltag in Deutschland funktioniert. Wenn du möchtest, kannst du dir jetzt ein paar Fragen stellen. Wie sieht mein Arbeitstag aus? Was ist ähnlich, was ist anders? Was könnte ich ausprobieren, damit ich mich im Job wohler fühle? Und natürlich kannst du diese Folge gerne noch einmal hören, um dein Deutsch zu trainieren. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir wünschen dir einen guten Tag, im Job, in der Schule oder zu Hause. Bis zur nächsten Folge unseres German Podcasts. Tschüss. Tschüss.